Oh hey, ihr habt den Titel gelesen, ihr wisst genau, um was es heute geht. Heute reden wir mal über Doctor Who mal wieder. Sicherlich können sich die ein oder anderen an das New Who Video erinnern und hierbei handelt es um ein ähnliches Video, aber anders als bei New Who habe ich mir entschlossen, Classic Who in 4 Teile aufzuteilen. Denn meine Güte, pro Dekade gibt es so viel zu sagen bei Classic Who. Und beginnen tun wir natürlich mit den 60s, mit den Äras, die dieses Show gesaped haben wie kein anderer. William Hartnett und Patrick Troughton's allererste Doctor Who's, aka der erste und zweite Doktor. Und ja, ich weiß, ich habe Doctor Who gesagt, aber ich bin ein Doctor Who Fan, also kann ich ihn auch etwa Doctor Who nennen und nicht nur The Doctor. Natürlich handelt es sich nur um meine Meinung. Wenn ihr eine andere habt, lasst sie noch gerne in den Kommentaren wissen. Hier kann es natürlich zu Spoilern kommen, zu Stories, die über 50 Jahre alt sind. Also falls ihr nicht gespoilert werdet, klickt vielleicht mal weg. Alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir los. Und beginnen tun wir doch mal mit dem ersten Doktor, William Hartnell. Und meine Güte, William Hartnell ist so eine interessante Inkarnation für mich zu bereden. Denn als ich ihn zum ersten Mal besprochen habe, muss ich zugeben, hatte ich etwa nicht so ein großes Überblick über ihn, wie ich das gern gehabt hätte. Ich habe viele Storys von ihm schon gesehen, aber nie irgendwie seinen Doktor so gut verstanden. Mittlerweile gehört er zum einen meiner absoluten Lieblingsdoktoren, aka in meine Top 4 der besten Doctor Who's ever. Und dabei ist sein Charakter sehr flawed, dabei hat er also viele der Traits, die der Doktor in späteren Inkarnationen hat, definitiv noch nicht. Er ist mehr oder weniger der Zuschauer des Universums, ein Besucher, keiner, der wirklich viel ändern möchte. Er sagt, du kannst etwa keine Line der Geschichte etwa verändern, nicht mal eine Sekunde, und er hält sich auch größtenteils daran, außer wenn er sich nicht hält und dann etwa Rom mehr oder weniger schuld ist, dass es verbrannt worden ist zum ersten Mal, oder etwa das trojanische Horse baut. Aber er ist ein Silly Guy, er kann das mal machen. Silly Guys haben manchmal etwa sehr inkonsistenten Moralstandards. Aber ja, William Hartnell ist jemand, der vor Doctor Who mehr oder weniger immer als dieser strenge Colonel-Charakter in Militärshows oder auch Comedies gecastet worden ist. Sprich, er hat immer diesen ernsten, älteren Mann gespielt, nie wirklich etwa was mit den Sparkle, nie irgendwas etwa mit einem mehr goofy Sense, was etwa hier bei Doctor Who deutlich mehr rüberbringen konnte. Zwar ist er natürlich in den ersten Episoden, beziehungsweise auch Stories, sehr hart, sehr skrupellos manchmal und manchmal auch wirklich einfach nur ein Ass, der einfach nur ein Caveman mit etwa einem Stein töten müsste, aber im Laufe seiner Seasons, im Laufe der 29 Stories, die wir mit ihm haben, verändert er sich. Und warum verändert er sich? Natürlich seine Companions. Vor allem helfen ihnen die Companions Ian, Barbara und Steven dabei, sich deutlich mehr zu verändern und deutlich mehr in die Rolle des klassischen Doktors, den wir heute kennen und lieben, zu kommen. Und was für ein Arc das ist. Natürlich, zu der Zeit wurde etwa Television so gemacht, dass es nur einmal geschaut worden ist und dann mehr oder weniger gesandt wird für immer. Das ist leider auch etwa bei den 60s Doctor Who passiert. Plus viele Stories sind mehr oder weniger missing, aber dank Fan-Recordings haben wir zumindest die Audio und dank Telestats haben wir zumindest von ein paar Episoden Screenshots mehr oder weniger. Aber dass man so einen Arc hat, der relativ subtil ist und teilweise jetzt nicht etwa wirklich geplant ist wundervoll. Im Laufe der Zeit ist sein Doktor deutlich softer geworden und hat deutlich weniger diese harte Ernsthaftigkeit in sich gezeigt. Er hatte mal Momente, wo er etwa aus ein Dalek verlacht. Er hatte mal Momente, wo er deutlich mehr Parole zeigt zu den Leuten, die er in der ersten Season zum Beispiel mehr oder weniger beschützt hätte. Denn die waren etwa Teil der History und da kann man sich ja auch nicht was ändern. Er setzt sich im Laufe seiner Journey für die kleineren Leute ein. Und was für eine wundervolle Journey das ist. Wenn er zum Beispiel im ersten Serial an Earthly Side mehr oder weniger 2 School-Teachers entführt, einen Caveman fast getötet hätte und generell eigentlich nur super schnell weg wollte und diese 2 School-Teachers da zurückgelassen hätte, ist er zum Beispiel in der Story Really the Savages einer, der sich etwa für die sogenannten Services in Anführungszeichen einsetzt und deutlich mehr Compassion zeigt, statt etwa die skrupellosen oberen Schurken mehr oder weniger. Es ist eine wundervolle Journey, die uns zeigt, wie dieser Doktor langsam durch etwa die Menschen um sich herum heroischer wurde. Es ist so eine Journey, die wundervoll von William Hartnell gespielt wird. Von daher presst es wirklich mein Herz, dass etwa viele der Recast, viele der Ideen des ersten Doktors mehr oder weniger darauf gehen, dass er ist der Crumpy One, er ist der Alte, der Super Alte, der Dino Alte. Dabei hatte William Hartnell so eine fantastische Acting Range, vor allem allein schon in dieser Rolle. Wie etwa seine Fragen
Phasen etwas spielt, ist fantastisch einfach nur. Er betont sie auf fantastische Emotionen. Und man weiß mal immer, wie sich dieser Doktor fühlt. Wann er etwa upset ist, wann er mal glücklich ist, wann er mal ein wenig cheeky ist. In einem Interview, einer der wenigen, die noch existiert, hat William Hartnell sich selbst beschrieben, dass er den Doktor so spielt wie eine Verbindung zwischen dem Weihnachtsmann und den Wizard of Oz. Und das kann ich definitiv sehen. Hartnells Doktor ist kein guter Lügner oder jemand, der gut sich in Disguise verhalten kann. Hartnells Doktor fällt wirklich sehr mit den Lügen und ist etwa nicht so skrupellos manchmal wie manch anderer seiner Nachfolger. Aber er scheint etwa dieses Sparkle, dieses Sieg nicht so fantastisch gut. Er hat seine Soft-Momente, er hat seine Hasen-Momente, er hat seine Crumpy-Momente, aber all diese funktionieren glorreich. Seine Beziehungen, die er zu jedem der Companions etwa führt, ist wirklich besonders, auch wenn manche sich etwa ähneln. Für Barbara hat er etwa einen fantastischen, sehr großen Respekt. Für ihn hat er etwa so eine mehr oder weniger kleine Rivalität, dieses langsam zu einer cheeky-Freundschaft etwa entwickelt, wo er immer noch manchmal on purpose seinen Namen bzw. Nachnamen falsch ausspricht, mit Chesterfield und so weiter. Mit Vicky hat er etwa eine fantastische, gute Grandfather-Beziehung. Mit Susan ist er deutlich der hasere Grandfather, der gegen Ende eine wirklich gute Speed mit One Day I shall come back, yes, macht. Mit Dodo ist er wirklich interessant, sich anzuschauen, auch wenn Dodo, so sehr es Jackie Lane mag, so sehr es auch Dodo mag, definitiv einen wenigen Shortstick gekriegt hat. Mit Steven hat er vermutlich eine seiner interessantesten, kompliziertesten Doctor-Companions-Beziehungen und mit Ben und Polly ist er definitiv eine deutlich spaßigere, aber dennoch immer noch autoritäre Figur. Meiner Meinung nach ist Hartnells Doktor Autorität mit ein Sparkle Cheekiness. Er ist cheesy, er ist goofy, aber weiß genau, wann er das nicht sein kann. Er ist jemand, der mehr oder weniger von seinem Zuhause weggerannt ist, um etwa sein eigenes Ding zu machen. Jemand, der noch nicht so richtig weiß, wer er ist, aber im Laufe der Stories, im Laufe seiner Companion Journey daraus lernt, der Doktor zu sein. Eine Besonderheit, vor allem in den Early Stories, ist, dass mehr oder weniger Ian der Main Character ist. Der Doktor spielt natürlich etwa eine sehr große Rolle und ist eben die Titelfigur, aber so wirklich einen großen Fokus, so wirklich eine Heldenfigur nimmt er erst etwa mit Dalek Invasion of Earth ein, was erst die 9. Story ist. Sprich, für fast 9 Stories ist er mehr oder weniger nicht wirklich etwa sehr heroisch oder ein Held. Von daher ist es super schön, etwa diese Entwicklung zu sehen, die sich etwa im Laufe der Zeit anbahnt. Klar, es ist vermutlich keine geplante Entwicklung, aber es ist wirklich schön, wie etwa so eine Character Development auch so ein Early On zu sehen ist mit dem Doktor. Hartnells Doktor hat eine große Legacy hin sich gebracht. Meiner Meinung nach verdient er aber mehr Respekt im Fandom. Er ist nicht der grumpy, alte Typ mit ultimativem Wisdom. Er ist alt, aber noch so jung. Er ist jemand, der etwa den Doktor, den Anfang dieses Charakters so sehr, so gut zeigen kann. Wie jung er ist, zeigt er sich auch wirklich gut in seiner On-Screen-Ära. Ich mag zwar, wie er manchmal in Multi-Doctor-Stories portrayed wird, aber beispielsweise in The Five Doctors, wo er von Richard Hurnick gespielt wird, ist er ein wenig zu superior im Vergleich zu seinen Nachfolgern portrayed. Zwar nicht less, denn ich liebe Hartnells Doktor, wie man merken kann, und lobe ihn immer und immer wieder, aber für mich ist einer der großen Selling Points von Hartnells Doktor, wie jünglich, wie naiv, wie ein innerliches Kind er manchmal ist. Er wird manchmal wirklich ziemlich wütend, wenn etwa Leute ihn verlassen, wie man zum Beispiel in The Sage mit Ian und Paras Departure sehen kann. Aber er muss etwa lernen, das zu akzeptieren und Leute loszulassen. Er muss lernen, dass Vicky etwa ein eigenes Leben in Troy führen will. Er muss lernen, dass Dodo vermutlich nicht etwa die richtige ist für dieses Abenteuer-Lifestyle, wenn sie etwa wegen ein Headache so etwa nach Hause bleiben will. Er muss etwa Steven zurücklassen und ihr etwa eine Chance geben, woanders was aufzubauen. Es schmerzt ihn aber wie er langsam etwa das akzeptiert und daher deutlich mehr vom Charakter her sich erweitert, ist wundervoll und wunderschön gemacht. Hartnell ist für viele ein Doktor, der mehr oder weniger nur eine Fassade gebracht hat. Für mich, meiner Meinung nach, ist er einer der besten Doktors überhaupt, der so viel allein schon in sein Acting reinbringt, der so viel, selbst mit seinen Fehlern, den sogenannten Hartnell-Flaps, wirklich viel Charme in die Rolle gibt und die Rolle definitiv für sich am Ende des Tages ultimativ geclaimt hat. Sorry Impressionist, sorry David Bradley, sorry Richard Hartnell, aber ihr seid nicht William Hartnell, ihr seid nicht der definitive allererste Doktor. Von daher war es natürlich etwa eine Challenge, etwa Hartnell irgendwie zu replacen. Vor allem, da etwa nicht etwa aus der Rolle
er raus wollte. Er wollte mindestens etwa noch 2 weitere Seasons machen, aber dadurch, da er in einem schlechten Health-Zustand war, musste er etwa die Rolle vorzeitig rübergeben an einen anderen Actor. Und er selbst meinte, es gibt keinen anderen Mann in Britain, der etwa den Doktor spielen kann, außer Patrick Troughton. Von daher, in seiner finalen Story The 10th Planet passierte was Kurioses. Zum ersten Mal fiel der Doktor um und seine Companions rannten schnell zu ihm, nur zu sehen, wie sich dieser alte Mann, der ein wenig goofy ist, langsam etwa verändert in sein Gesicht, mit deutlich anderen Gesichtsfeatures und zu einem komplett anderen Typen wird. Und damit brachte uns etwa die erste neue Ära von Doctor Who mit dem zweiten Doktor, gespielt von Patrick Troughton. Patrick Troughton hatte große Schuhe zu füllen. Sowas wie Regeneration wurde noch nie etwa umgesetzt. Es gab Recasting davor und die Idee, den Doktor zu recasten mit jemand anderen, der aber immer noch den kleinsten Character spielt wie Hartnell, also den ersten Doktor, wurde schon etwa früh reingeworfen mit so einem Serial wie Celestial Toymaker, was definitiv kein guter Departure wäre für Hartnell. Und ich bin auch nicht mal ein großer Fan von The 10th Planet, aber holy shit, The Celestial Toymaker wäre furchtbar als Departure. War das natürlich etwa ein großes Risiko, so einen Schauspieler zu replacen und so anders zu machen. Patrick Troughton hat nicht den ersten Doktor gespielt, er hat den zweiten Doktor gespielt. Und auch wenn dieses Konzept noch nicht so richtig etwa etabliert wurde und erst später im Laufe der Zeit wirklich so geformt worden ist, wie wir es heute kennen, hat Patrick Troughton schon vornherein einen sehr, sehr anderen Doktor gespielt. Einen sehr mehr clumsigeren, sehr mehr kremligerhafteren Doktor. Und für viele Viewers war es etwa ein Offspring, denn so einen Doktor haben sie etwa nicht kennengelernt mit William Hartnell vor 3 Jahren. Das war ein anderer Doktor, der zwar neue Viewers reinbringen konnte, aber auch ein paar der alten Viewers verschrecken konnte. Und das tat er auch leider. Und dabei war Patrick Troughton eine fantastische Wahl für den zweiten Doktor. Ein großartiger Character Actor, der die Rolle für sich etwa eigen gemacht hat. Er wollte nicht das etwa nachmachen, was William Hartnell aka Bill Hartnell davor gemacht hatte. Er wollte einen anderen Doktor haben, der immer noch ein paar der Traits und Charakteristiken in sich hat. Sein Character Arc ist auch ein sehr interessanter, denn sein Doktor wird etwa von Scene zu Scene deutlich mehr confident und ist deutlich mehr risikofreudig. Denn während er in Season 4 mit seiner Opening Story Power of the Daleks komplett verängstigt ist von den Alex und generell sich ein wenig komisch verhält und sich von diesem Doktortitel verabschieden will, ist er beispielsweise in Season 6 wirklich outgoing, hat etwa sich eine kleine Familie gegründet mit Zoe und Sammy, die etwa eine sehr chaotische und fantastische Beziehung miteinander aufgebaut haben und so weiter und so weiter. Troughtons Doktor, auch wenn er nicht etwa so einen krassen Schrift hatte wie Hartnells Doktor mit seinem Arc, hatte immer noch ein Arc. Sein Arc war es, die Rolle des Rebellens, die Rolle des Doktors deutlich mehr anzunehmen. Seine Rede in The Moon Base ist etwa ein fantastisches Beispiel dafür. Er nimmt deutlich mehr etwa die heroische Rolle ein und meine Güte, ist es wundervoll, sich das anzusehen. Troughtons Doktor ist der Moment, wo Doctor Who zum Typen wurde, der die Monsters bekämpft. Er hatte sehr viele Cyberman-Stories. Deutlich mehr als Bill Hartnell, immerhin waren die Cybermans erst vor kurzem introduced und all diese Cyberman-Stories zeigen etwa einen guten Shift in seinen Charakter. The Moon Base zeigt ihn immer noch sehr verängstigt, aber deutlich mehr confident. Tomb of the Cybermen zeigt ihn immer noch ein wenig verängstigt und ein wenig verstört von den Gedanken, dass die Cybermans wieder auferweckt werden können, aber er versucht etwa deutlich braver zu sein, um etwa beispielsweise den erst vor kürzlichen neuen Companion und Orphan Victoria Waterfield eine Vaterfigur in sich zu geben. Real in Space zeigt ihn deutlich overconfident und im Wesen, auch wenn er manchmal sehr frustriert ist, hat er deutlich mehr einen genaueren Plan, was man gegen diese Cyberman in Space machen kann. Ein interessanter Shift in seinen Doktor, während er in ein paar der ersten Stories sehr, sehr overgoofy sein konnte und immer noch irgendwie seinen Part finden musste im Laufe der Zeit, ist er spätestens mit Season 5 deutlich mehr und deutlich konkret gesaved. Ein goofy, ein clownisch, Chaplin-esque Doktor, der definitiv aber seine düstere Seite in sich hat. Troughton konnte Comedy so fantastisch spielen. Troughton konnte auch das Düstere, das Gimmihaftere in den Doktor hervorbringen, was etwa seine Successors wie McCoy oder auch Smith teilweise von ihm abgeguckt haben. Er brachte etwa einen sehr, sehr neuen Wind in den Doktor. Er ist für viele nicht ohne Grund der Grund, warum diese Show überhaupt weitergehen konnte. Während Bill Hartnell diese Show introduced hat zu uns, hat Patrick Troughton diese Show für die Zukunft gesichert. Und dafür können wir ihm einfach nur dankbar sein. Sein Doktor ist vor allem etwa vom
Physischen her eine der wohl interessantesten Inkarnationen zu bereden. Denn seine Körpersprache gibt etwa sehr viel hervor, wie er sich fühlt und wie er sich entwickelt hat. Denn auch wenn wir etwa leider nicht etwa viel von seiner ersten Season sehen können, da viele der Episoden missing sind, können wir allein schon von der Audio und ein paar der Screenshots etwa ausgehen, dass seine Körpersprache deutlich ängstlicher war als in den späteren Seasons. Er hatte immer dieses Ängstlichere und immer dieses Befugnisse, was ihn einen so interessanten Kontrast zu Hartness, sehr stern, autoritären, aber immer noch goofyhafteren Doktor gibt. Es war ein Genius Move von Proudston und dem Producer-Team, so einen komplett anderen Doktor vorzustellen. Und nicht ohne Grund ist auch Proudston einer meiner absoluten Lieblingsdoktoren mit Bill Hartnell, denn seine Performance ist einfach nur großartig. Selbst wenn wir das etwa noch nicht sehen können, er hat so viel mit seiner Stimme gemacht. Von daher bietet etwa die Animation etwa wirklich viel, auch wenn sie nie etwa meistens die Körpersprache von Proudston capturen können. Aber das ist auch unmöglich, denn wer kann das schon? Kein Wunder also, dass Proudston noch nie etwa recastet worden ist, zumindest on screen. In Big Finish wurde er schon zahlreich recastet und so sehr ich Michael Proudston und Fraser Hines dafür respektiere, wie sehr gut etwa sie die Sprache von Proudston hervorbringen können, muss ich zugeben, dass Proudtons Doktor nur mit Proudston selbst funktioniert. Von daher bin ich wirklich froh, dass er in jeder der Classic Multi-Doctor Stories vorkommt. Proudston war ein Unikat. Proudston's Doktor war clownisch, aber auch ernst. Proudston's Doktor hatte paar der besten Companion-Doctor Relationships, die sehr anders waren zu Bill Hartnell, aber dennoch immer noch denselben Spirit hatte. Und die Momente, wo Proudston die Fassade mit den clownischen etwa ablegt, fühlt sich so an, als hätten wir Bill Hartnells Doktor vor uns. Proudston ist nicht ohne Grund der Doktor, der für viele angesehen wird als der Crowning Point für die Show. Ein fantastischer Darsteller, der fantastische Story gekriegt hat, die manchmal vielleicht formulärig sein können, aber dennoch unterhaltsam sind, allein schon von der Chemistry mit den Leads. Ein Doktor, der mit einem seiner Companions Sammy einer der besten Doktor-Companion Relationships gekriegt hat und generell großartig einfach nur. Proudston's Doktor ist eine fantastische Wucht und genauso wie Bill Hartnell wird er immer der ultimative Artikel des zweiten Doktors sein. Großartiger Schauspieler, der auch nach Doctor Who zahlreiche fantastische Rolle angenommen hat und immer wirklich überzeugen kann. Selbst in diesen sehr trashigen A Hits in Time Film, der mehr oder weniger einfach nur ein Total Mess ist, macht er wirklich Spaß als Goofy Scientist, der etwa eine Zeitmaschine hat mit etwa ein Synonym. Wait, ist das etwa Season 6B? Oh mein Gott, das ist Season 6B, Leute. Season 6 fucking B ist lieber Season 6 fucking B. Aber Spaß beiseite, ich verlinke euch vermutlich etwa ein Video, was etwa diese Season 6B Theory deutlich besser erklären kann als ich in der kurzen Zeit. Sein Finale mit The War Games war eine Wucht und zeigt uns jeden Doktor, der ein Master des Disguises war, wie er etwa mehr oder weniger die Silence hat, irgendwas etwa auszusuchen, wie er in Zukunft aussehen wird, aber er nichts findet und etwa forced wird zu regeneraten. Die letzten Worte, die wir von ihm hören, waren auch seine ersten Worte. No. Was für ein fantastischer Weg, rauszugehen von der Show. Und auch wenn es jetzt nicht so emotional war wie mit Bill Hartnell, vor allem mit dem Kontext dahinter, ist es dennoch schade zu sehen, wie so ein fantastischer Doktor nach nur 21 Stories von uns gegangen ist. Aber anyway, ich hab schon genug gerambelt. Wie ihr merkt, die 60s ist etwa eine Ära von Doctor Who, die mir wirklich ans Herz liegen. Von daher ist es wirklich blöd, wie viele Stories missing sind. Vor allem ein paar meiner Lieblingsstories, Dalek Masterplan, Power of the Daleks, Eva of the Daleks, The Massacre und so weiter und so weiter. Ich hoffe, ich konnte eures Interesse in die 60s etwa wecken und vor allem in diese zwei Doctors, die meiner Meinung nach zu paar der besten überhaupt gehören. Zumindest für mich, paar meiner großen Favoriten. Aber anyway, wie steht ihr zu Hartnell und Proudston? Findet ihr, ich habe etwa sie gut beschrieben? Und wenn nein, was würdet ihr da noch ergänzen? Lasst es euch doch gerne in den Kommentaren wissen. Und bis dahin, wir sehen uns bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!